Am 28. Dezember marschieren die Mongols erneut im Territorium der Hells Angels auf. Sie betreten das Restaurant Schweinske direkt an der Reeperbahn. Lange bleiben sie nicht. Sie werden von einem Dutzend Hells Angels attackiert. 3 Mongols flüchten draußen zu einem Taxi, verfolgt von den Hells Angels. Einer der Höllenengel zieht eine Waffe, schießt 7-mal auf die Flüchtigen an Taxi. Alex M. bekommt eine Kugel in den Rücken, Idika einen Abpraller gegen den Arm. Kevin Schröder bleibt unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Mongols getötet werden sollten. Nach den Schüssen werden 12 Hells Angels im Umfeld des Tatorts festgenommen. Der Schütze ist allerdings damals noch nicht zu ermitteln. Alle werden wieder freigelassen. Jahrzehntelang herrschte Ruhe auf der Reeperbahn. Nicht bieten lassen und auch nicht bieten lassen werden vor dem Hintergrund, dass hier Bürger gefährdet wurden, Touristen gefährdet wurden. Hier sind Partybesucher auf der Meile im Grunde genommen durch einen Schusswechsel dort ganz offen auf offener Straße massiv gefährdet gewesen. Die Hells Angels hatten sich mit anderen arrangiert, jeder kassierte, machte gute Geschäfte im Milieu. Mit den Mongols kam der Stress und die Polizei. Im Januar stürmen fast täglich Elite-Polizisten die Szenetreffs der Hells Angels und kontrollieren die Anwesenden. Bei einer Polizeiaktion wird auch Darius, Name Dari, überprüft. Der ehemalige Scharfschütze der Bundeswehr ist einer der mächtigsten Bosse der Hells Angels in Hamburg. Darius streitet entweder brutal mit der Faust oder kühl mit dem Kopf. Das können nicht viele auf der Reeperbahn. Vor Gericht werden die aufwendigen Razzien im Januar haben keine neuen Beweise gebracht. Möglicherweise haben sie aber eine weitere Eskalation verhindert. Für die Höllenengel sind solche Maßnahmen zur Routine geworden. Die Polizei hat die Hells Angels zu den Taxischüssen befragt. Sie haben alle geschwiegen, so wie immer. Es gilt die eiserne Regel: Wer singt, fliegt aus dem Club. Die Ermittlungen bringen die Mongols erst wieder ins Rollen. Rocker Hedi belastet mehrere Hells Angels durch eine Aussage bei der Polizei. Ein TV-Team liegt die Aussage aus der Ermittlungsakte vor. Wer waren dann die anderen 3 Personen am Taxi? Der eine hat eine Glatze gehabt. Ist etwas kleiner, 170 groß, kräftig. Er hat eine helle Jacke gehabt und dunkle Hose. Wissen Sie zu diesen Personen auch irgendwelche Namen? Ich denke, dass es Darius war. Aufgrund der Aussage stürmt das Sek die Wohnung des Hells Angels Bosses Darius F. im Nobelviertel Hafen City. Verhaftungen kennt der Mann wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Vorbestraft, allerdings saß der Hells Angel bisher nie lange im Knast. Das ist auch diesmal so. Das betrifft das Verfahren Schießerei Ende Dezember 2015 im Bereich der Reeperbahn. Und es hat sich im Zuge der Ermittlung nachher herausgestellt, dass ein dringender Tatverdacht derzeit jedenfalls nicht mehr begründet werden kann. Und die logische Folge juristisch ist dann, dass eine inhaftierte Person sodann sofort aus der Untersuchungshaft zu entlassen ist. Die Aussage des Mongols ist nicht allzu viel wert. Zurück zur Arash Roja. Die Aufarbeitung der Schüsse in der Nacht will er offensichtlich nicht nur der Justiz überlassen. Wenn meine Frau angeschossen wird in mein Elternhaus und ein Mordanschlag verübt wird in mein Elternhaus, dann würde ich es bezeichnen so als wer mit Feuer spielt, verbrennt sich auch. Ne? Im Juni wird am Amtsgericht der ehemalige Mongols-Präsident Erkan wegen des Kokains und der 3 gefundenen Waffen zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Bis zum Haftantritt darf er aber raus. Erkan soll sich 2-mal in der Woche bei der Polizei melden. Kurz nach diesen Aufnahmen taucht er jedoch unter. Wird Tage später festgenommen und sitzt wieder im Knast. Auch Reza, der furchtlose Ex-Hells Angel, und Kevin Schröder sitzen derzeit in Haft. Und im Milieu herrscht wieder Ruhe. Der 29 Jahre alte Hauptangeklagte Arash Roja, der nach Überzeugung des Hamburger Landgerichts den Schützen aus dem Gefängnis heraus mit der Tat beauftragt haben soll, wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein 73 Jahre alter Vater muss wegen Mitwisserschaft 9,5 Jahre in Haft.
Auf Darius F. wurde ein Mordanschlag verübt. Er überlebte den Mordversuch zwar, sitzt seither aber querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Der mutmaßliche Täter wurde im Vorigen in Bulgarien verhaftet.